Willkommen zurück zu Let's Play Sherlock Holmes. Wir sind immer noch im Zirkuszelt. Im Zirkus, yay! Den Elefanten haben wir noch nicht gesehen. Dafür Charles Foley, der so ein bisschen wie so ein Crip-Hippie aussieht. Naja, schnacken wir mal mit ihm. Wir haben ihn jetzt nämlich mega beeindruckt. Mit unserem enormen Können. Well, they're right. What's your Nigel. Nigel Shirley, from York. name? Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? Oh, snap. Oh, das erste Mal, dass wir falsch lagen. Verdammt. Nigel from York. Never heard anything Fuck. about you. How'd you hear about me? Okay. It's a long story. I met your brother, Vincent the Butcher Foley, in prison. He told me all about his betrayal and all about you. Before I was released, he told me that you might find a job for me one day and pay me some money for me craft. Well, he died 7 days ago in prison. I'm sorry to hear that. That's all right. The traitor has paid the blood price for it. And you'll do the job anyway, because I need a talented lockpicker. I know just where to search for his legacy. It's all about the Hellenistic treasures, isn't it? Osh, you fool. Now, listen up. You'll come with us tonight, and you better mind yourself. Us? Wait, who's coming then? Billy, Jack and me. And what will I get for that? We'll share the loot. The one you seem to know about. Right. Wait for us at the abandoned manor house on the corner of Ladbroke Grove and Kensington Park Road at midnight. Deal. Deal. Ja, ab dafür, würde ich sagen. Geil. Endlich mal auf der richtigen Seite. Endlich sind wir mal böse. Konnten wir noch was herleiten? Nee. Fortfahren. Here I am at the manor. Somewhere inside it are the Hellenistic Ach so? treasures. This lock is quite old. It should... Machen wir mal. Ah, da, fuck. Nein, das stimmt doch was nicht. Versuchen wir es mal so, ne? Yay! I need to find where the safe is hidden and lockpick it. Hinter irgendeinem Gemälde wahrscheinlich. Ein Vorschlaghammer, immer gut. Na, irgendwas, was auffällt? This cupboard is an absolute mess. Several books have fallen from the shelves. It seems as though this cupboard can be moved. I'll give it a Jawohl. try. Ha! So, that's the lock I must open tonight. Let me see. Klar, öffnen? Nichts leichter als das. Okay.
Ding, ding, ding. So, da haben wir das. Jetzt muss das ja noch dazu passen, ne? Irgendwie. Irgendwie! Komm schon! Das sieht doch vernünftig aus. Kein Ding, wenn man erstmal ein bisschen Übung hat. Öffnen. What a surprise. Another lock. And I won't be Warum able nicht? to pick it. I recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Let us wait for the thieves, trap them, and find out. Das werden wir tun. Let us check the thieves' possible escape routes in the event that they are caught off guard by the police from the front door. Okay, Fallen im Haus vorbereiten? Ja, okay, hier brauchen wir in dem Raum nichts. This door is a perfect means of escape in an emergency. Das heißt, wir können die Ecke untersuchen. Ich wollte sagen, können wir nicht einfach den Stuhl nehmen und This should be useful. zack. Den können wir doch dann quasi das Seil auf dem Herd brauchen wir vielleicht auch. A solid rope. Ja, könnten wir mitnehmen. Gegenstand von Interesse, in der Tat. Ja, A solid okay. rope. Können wir hier nicht den Stuhl vorstellen oder so? Nee, anscheinend nicht. Hehe. The door is now blocked. Sehr gut. Haha. Ficker. Können wir jetzt das Seil nehmen? Bitte? This should be useful. Das könnte nützlich sein, in der Tat. Ich weiß noch nicht wofür, aber gucken wir mal weiter, ne? Ein Fenster. The ground floor window is a perfect way to escape. Nicht, wenn wir die Büste da vorstellen. Vielleicht. Oder den Schrank verschieben. This works very well. No one will escape through this window now. Ich meine, wenn die ja schon, die Verbrecher das schon wissen, wo das ist und alles, ne? Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich glaube, dann wird ihnen das auffallen, wenn plötzlich alles zugestellt ist. Although this window is high above the ground, it would be Ja, possible for one für den of the Akrobaten thieves zum to attempt Beispiel. to use it for their escape. This should be useful. Ah, die können wir vor dem Fenster platzieren. Wahrscheinlich. Nicht? Okay, dann brauchen wir immer noch etwas, was wir da vorstellen, oder nicht? Auf der Treppe? Stimmt, oder? Treppe untersuchen. Hä? One step on these beads, and our thief Ist auch will echt go Bitch flying. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Haben wir es dann noch nicht? Hä? Any thief who finds his way upstairs will roll down very quickly. Ja, damit haben wir es doch schon, oder nicht?
Ah, okay. Das nächste Problem. Wie kriegen wir... Von außen vielleicht? I wonder what this old chandelier is doing on the floor. It looks as though it was poorly attached. Ja. I suppose that the thieves already tried to open the lock with this Ja, ist ein schöner Hammer. hammer, but they were unsuccessful. Now, if anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier fall. Damit habe ich es doch, oder? Oh nein! If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. Okay, können wir nicht dann die andere Tür blockieren? Ah ne, die Tür muss ja blockiert sein. The thieves won't attempt to Ja, escape das through ist the auch... front door if the police are right Dessen bin ich mir behind. bewusst, Sherlock. Aha! There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. Fuck, sind wir fies, ey. This hat. Okay. Nee. The door is... Ah, schön. Ich kann rüberspringen. Ein Tuch wäre gut, oder? Aber nicht irgendein Tuch. Nein. Also ich denke mal, dass es ein Tuch sein wird, oder? Was soll man sonst da drüber legen? Ah! Ein Teppich! Klar! Hätte ich auch drauf kommen können. This should be... So. Den packen wir da hin. Dann haben wir es aber. Dann kann es losgehen. Now, it's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Korrekt. Jetzt haben wir aber alles, oder? The thieves won't attempt to... Ja, was denn noch? Also irgendwann reicht's auch mal. Wir müssen es ja jetzt nicht übertreiben, ne? Soll ich vielleicht noch, ne, den brauchen wir ja nicht nochmal. Das hatten wir doch schon geklärt. Alter. So, und hier oben vorsichtig sein. Haben wir eine Vase. So, nee. Das war's doch dann jetzt. Mehr Möglichkeiten gibt's hier doch schon gar nicht mehr. Also wir brauchen jetzt nicht anfangen zu übertreiben. The door... This door is a perfect means of escape in an emergency. Das ist korrekt. Sollte ich mir das jetzt nochmal angucken? Now, if a thief runs through the kitchen,
He'll pay a surprise visit Das war's? to the cellar. Ah, The super. tracks for my circus companions are all prepared. I can leave now, but I'll return later with Charles Foley. as Bester Plan companion. ever. Gott sei Dank, im Notizbuch könnte man notfalls nochmal alles nachlesen. Ich habe jetzt aber auch keinerlei schlechtes Gewissen oder so. Aber ich habe das Gefühl, dies könnte schon die letzte Folge sein. Das macht mich ein bisschen traurig. Police! Police! Ha! Stop where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? You sounded just like a real Bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How'd you know about that? Ah, Mycroft. Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men? No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder, and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers! Das ist, vollkommen korrekt. Aha! Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. Tadam. I'll see you soon, dear brother. Oh, wie unglaublich unsympathisch er darüber kommt. Tada! Und tada! Foleys Rache. Ja. Keine Gnade. Ja. Keine Gnade! Kommt jetzt eine schöne Zwischensequenz. Charles Foley, you committed the crime of premeditated murder and of theft. You will be severely punished for your deeds. You are pitiful. You Scotland Yard dog. Save your words for the gallows. I'm sure the journalists will love them. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Horror? Was hat er denn für unfinished business? Das ist... Wir haben doch den Fall jetzt gelöst. Ach, wahrscheinlich den Jungen jetzt aus dem Gefängnis holen, sofort. Fortfahren! Freut Wiggins sich. Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here.
So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street. And all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No life shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice, then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people, sending them to their deaths in mines or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? Ist das jetzt eine Frage, ist eine Entscheidung, die wir treffen können? Nope. Keine Chance, Bro, keine Chance. When people fight the order, they are too blind to see the consequences that throw society into chaos. I shall stop your actions, but not you. Run. Now! Oh. Bada boom, bada bang. Fuck yeah. Ich hoffe, das war die richtige. Hättet ihr genauso entschieden? Schreibt ruhig mal in die Kommentare. Also, ich war kurz gewillt, die Zigarette in den Wassereimer zu werfen. Aber einfach nur, weil diese Rede mich so ein bisschen an die Rede vom Joker aus The Dark Knight erinnert hat. Ein kleines bisschen mit Chaos und bla bla bla. Ja. Kann man ja ruhig mal sich da bedienen. Schadet ja nicht. Ne? Krass, schon wieder eine Folge überzogen. So, you're interested in Russian literature now? Quite, lately. It is an interesting book. I remember das so? a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of
Pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. And the Empire needs order and discipline. It has no room for chaos. People who commit crimes, or at the very least intend them, deserve punishment, Sherlock. Without justice, there can be no civilization. But we serve the truth, not justice. Your truth, Doctor, that may prove immoral. Allowing people to terrorize London, destabilizing the whole empire. Terrorize only the powers whom you serve, Mycroft. Not I, not Watson, not Mrs. Hudson, not Wiggins. Sherlock, the merry men are to be stopped. Not by me. You created the merry men. Stop them yourself. Only make sure that you don't create 10 more merry men by arresting the one. Good night, Dr. Watson. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? So, gucken wir mal nach. Jawohl, alle Hinweise gefunden und die Schlussfolgerung war auch richtig. Keine Gnade. Bestätigen. Ja! Okay, 4% haben's. Ja, da sind wir halt mal wieder schön mit dem Strom mitgeschwommen, ne? Hallo Leute, ja, Spiel ist vorbei. Ich bin mir selber noch ziemlich uneinig, wie ich das jetzt fand. Also im Vergleich zu den Spielen, die ich davor gespielt habe, zu den älteren Sherlock-Spielen, war es um einiges leichter. Wirklich um einiges. Ich fand das neue System es war ganz okay. So mit den Hinweisen zusammenfügen. So, und dann, dass daraus kleine Knotenpunkte entstanden sind und die man dann auch verbunden hat. Und dadurch kam dann, es müsste der sein. So, es ist also auf einer Seite ist es wirklich schon eine gute Idee. Was ich persönlich nicht so gut fand, was halt auch in diesem System ist, wenn du dir bei einer Sache unglaublich sicher warst, dann hast du halt die ganzen anderen Punkte, die normalerweise nicht damit übereinstimmen, manipuliert. So, du hast sie einfach dann so, okay, das ist jetzt blau und das ist rot. Wenn ich diese Aussage behalten will, muss ich das auch blau machen? Mache ich auch blau. So, und dann hast du einfach diese ganzen Punkte, wo du vorher so vermutet hast, so, das könnte so und so gewesen sein, ja, das könnte das und das sein. Hast du das einfach alles wieder umgeändert, nur damit halt deine Theorie, die du hattest, stimmt. So, damit dieser Punkt dann sich alles zu einem Ganzen verbindet und wir sagen können, ja, der ist es, auch wenn es richtig war. So im Nachhinein, auch wenn man dadurch den Täter bekommen hat. So, das fand ich ein bisschen, weiß nicht, hätte man besser lösen können. So allgemein hat das Spiel einen sehr stark an die Hand genommen. Das war halt nicht so wie bei den alten Sherlock-Spielen. Ja, ich weiß, das ist mal ein doofer Vergleich mit den alten, aber so bei den alten, da musstest du das halt wirklich alles selbst herausfinden. Da waren die Rätsel um einiges schwieriger. Und wenn du nicht weitergekommen bist, dann musstest du halt jeden Tatort nochmal absuchen, bis du weitergekommen bist, weil du dann irgendwas übersehen hast. Das war hier halt nicht so der Fall. Du hattest halt ganz klar so diese Aufgabenliste in deinem Tagebuch. So, das und das musst du jetzt abarbeiten, das musst du machen. So, und wurde es halt so an die Hand genommen und durch das gesamte Spiel durchgeführt. Muss man ja sagen, wie es ist. Man wurde an die Hand genommen und durchgeführt. Es wurde halt alles sehr, sehr vereinfacht. So wie traurigerweise viele Spiele heutzutage.
Außer natürlich die Dark Souls-Reihe. Die ist natürlich, ja, da reden wir nicht drüber. Klar, von der Grafik her, das Spiel hat mehr hergemacht. Der Soundtrack war okay, wenn man halt mal Musik gehört hat. Ein bisschen. Die Charaktere kannte man. Da haben sie jetzt nicht großartig was geändert. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es, also ich glaube auch einfach, weil das Spiel es einem so einfach gemacht hat und für mich persönlich ist dadurch ein bisschen uninteressant wurde, deswegen hat es auch so lange gedauert. Deswegen habe ich zwischendurch auch, habe ich gedacht, okay, jetzt hättest du vielleicht Zeit, eine Folge aufzunehmen, aber du hast keine Lust. Naja, also alles in allem ist es immer noch ein gutes Spiel und ich würde es empfehlen. Kauft es euch. Übrigens, wahrscheinlich, guckt das Video mal bitte bis zum Schluss. Da kommt noch ein bisschen was. Bis zum nächsten Mal. Abonniert mich, gebt einen Daumen nach oben, schreibt ein nettes Kommentar. Es ist tatsächlich noch nicht zu Ende. Passiert da noch was wirklich Spannendes oder? Crimes and Punishments. Ich kann nirgendwo mehr hinreisen. Ja. Nicht ganz so schweren Herzens beende ich jetzt das Spiel. Wenn es euch gefallen hat, das Let's Play, auch wenn es sich ewig in die Länge gezogen hat, aufgrund dessen, dass ich halt nicht so oft aufnehmen konnte, dann lasst einen Daumen da, vielleicht ein Abo, empfehlt mich weiter. Ich drück mal Escape. Okay, das war's halt wirklich. Wir sehen uns dann bei einem der nächsten Let's Plays. Auf Wiedersehen. Hallihallo Leute. Ja, ich glaube, Hallihallo sollte man nicht sagen. Moin moin. Ja, das war Sherlock. Schade, dass... Moin moin, das ist auch wieder nur für Leute, die im Norden wohnen. Moin, moin, wie lange schnell kommen denn? Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Das ist auch übertrieben. So mit diesen Knotenpunkten. Ich kann es bestimmt noch langsamer und noch abgehackter aussprechen. Knotenpunkten. Und das fand ich halt einfach irgendwie ganz doof. Das Spiel war halt einfach zu schwer. Nein, es war zu leicht. Und man muss halt auch einfach sagen, dass Toby eindeutig wieder mal eine herausragende Leistung gebracht hat mit seiner Schnüffelnase und seinem unglaublich gut aussehenden Fell. Und diese Ohren. Diese riesigen Ohren. Was für Ohren. Und man muss halt auch einfach dazu sagen, dass Watson viel weniger creepy war als sonst. Also, sonst war das halt echt so Exhibitionist im Park. Ach, scheiße. Faden verloren. Ich hatte das Bild vor. Egal. Ich würde mich auch total über so einen Ego-Shooter Sherlock freuen. Tatsächlich. Das wäre voll geil. So, dann irgendwie nennt man das dann entweder Counter Sherlock oder Call of Sherlock. Das wäre richtig gut, Alter. Battle Holmes 3. Geile Idee. Das kann doch nicht so schwer sein, ein 3 Minuten Video zu machen. Ich mache wieder Feierabend. Ich gehe gleich schlafen. Schnauze voll.
Das sagt einem auch einfach keiner, dass die Kamera so ein bisschen verrutscht ist, ne? Muss man ja auch nicht. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Schnauze voll.